Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Der Tübinger Forscher Friedrich Miescher gilt als der Entdecker der Nukleinsäuren. Er isolierte in den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts aus tierischen und menschlichen Geweben eine Substanz, die er Nuklein nannte, da er diese Substanz aus dem Nukleus, also dem Zellkern, isoliert hatte. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde postuliert, dass Nukleinsäuren Träger von Erbinformationen sind. Doch erst 1928 konnte eine Forschergruppe um Frederick Griffiths und Oswald Avery am Rockefeller Institute in New York nachweisen, dass eine chemisch relativ einfache, langkettige Nukleinsäure, nämlich die DNA, Träger genetischer Informationen sein muss. DNA steht für Desoxyribonukleinsäure. Sie überführten eine erbliche Eigenschaft eines Bakterienstammes der Art Streptococcus pneumoniae auf einen anderen, ein Prozess, der heute als Transformation bezeichnet wird. Streptococcus pneumoniae kommt in zwei Formen vor, in einer S-Form und in einer R-Form. Die S-Form ist krankheitsauslösend und die Bakterien haben eine schützende Schleimkapsel, die vom Immunsystem des Wirtes nicht erkannt wird. Der R-Form fehlt diese Schutzsubstanz und sie sind nicht krankheitserregend. Mäuse wurden mit beiden Bakterienstämmen behandelt. Erhielten die Mäuse den infektiösen S-Stamm, starben sie. Bei einer Injektion mit dem R-Stamm überlebten sie. Erhielten die Mäuse einen durch Hitzebehandlung abgetöteten S-Stamm, überlebten sie ebenfalls. In einem weiteren Versuchsverlauf wurden abgetötete S-Stämme mit lebenden R-Stämmen, die also nicht infektiös sind, vermengt und den Mäusen injiziert. Das Ergebnis: die Mäuse starben trotzdem. Was ist geschehen? Die infektiöse Eigenschaft des hitzebehandelten S-Stammes wurde von den harmlosen R-Stamm aufgenommen, ein Prozess, der heute als Transformation bezeichnet wird. Die Substanz, die die Eigenschaften von einem Bakterienstamm auf den nächsten überträgt, muss hitzebeständiger sein als die Proteine. 1944 verfeinerten sie ihr Experiment und konnten an den Zellen des S-Stammes unter systematischem Einsatz von DNA- und Proteinextraktionen Proteine als Träger des Erbmaterials ausschließen, und es konnte der Nachweis erbracht werden, dass das Erbmaterial aus DNA besteht. 1952 entdeckten die Forscher Avery Day Hershey und Martha Chase, dass die genetische Information ausschließlich in DNA enthalten ist. Die beiden Forscher arbeiteten mit dem Bakteriophagen T2, der das Darmbakterium Escherichia coli befällt. Die Bakteriophagen bestehen aus einer Proteinhülle, die man im Experiment mit einem Schwefelisotop Schwefel 35 markieren kann. Schwefelatome kommen in Nukleinsäuren nicht vor. DNA kann dagegen mit einem Phosphorisotop, zum Beispiel Phosphor 32, markiert werden. Phosphoratome fehlen wiederum in den Proteinen der Bakteriophage. In zwei unabhängigen Experimenten infizierten Hershey und Chase Bakterien mit den T2-Phagen, die entweder radioaktiv markiertes Protein oder radioaktiv markierte DNA enthielten. Es stellte sich heraus, dass nur die radioaktiv markierte DNA in den neu gebildeten Phagen auftauchte, nicht aber die radioaktiv markierten Proteine. Die Experimente von Griffiths, Avery, Hershey und Chase gelten heute als die klassischen Arbeiten, deren Ergebnisse die DNA als Träger der genetischen Information identifizierten. Aber woraus besteht die DNA überhaupt? Nukleinsäuren. Die DNA steht für Desoxyribonukleinsäure und gehört zur Stoffgruppe der Nukleinsäuren. Es handelt sich hierbei um Polymere, deren Untereinheiten, also die Monomere, Nukleotide sind. Nukleotide bestehen aus drei prinzipiellen Bausteinen: Phosphaten, Zucker und Pyrimidin- oder Purinbasen. Es gibt 4 verschiedene Basen in der DNA: Cytosin und Thymin, die zu den Pyrimidinbasen gehören, sowie Guanin und Adenin, die zu den Purinbasen gehören.
Bei dem Zuckermolekül handelt es sich um die 2-Desoxyribose. Das erste C-Atom des Zuckers Desoxyribose geht eine Verbindung mit einem Stickstoffatom der Base ein. Für die Verbindung mit dem Phosphatrest steht das 5. bzw. 3. C-Atom der Desoxyribose bereit. Die Nukleotide verbinden sich miteinander, indem ein Desoxyribosemolekül über eine Phosphatverbindung mit dem nächsten Desoxyribosemolekül verknüpft wird. Der Phosphatrest bildet somit eine Bindung mit dem 5. C-Atom des einen Zuckermoleküls und dem 3. C-Atom des nächsten Zuckermoleküls und so weiter. Das Rückgrat dieser Nukleotidketten besteht aus alternierenden Zuckermolekülen und Phosphatgruppen. Es resultieren bei dieser Verbindung damit zwei unterschiedliche Enden, welche nach der Lage des Kohlenstoffatoms der Desoxyribose entweder 3' oder 5' Ende bezeichnet werden. So entsteht die Nukleotidkette. Dieses Phosphat-Zuckergerüst bildet den invariablen Teil der DNA. Variabel sind die Nukleotidbasen, von denen es wie erwähnt 4 verschiedene gibt. Solch eine Nukleotidkette bezeichnet man auch als Einzelstrang. Die DNA liegt aber normalerweise nicht als Einzelstrang, sondern als Doppelstrang, sogar Doppelhelix vor. Die Basen der Nukleotide sind nämlich in der Lage, mit den anderen Basen in Wechselwirkung zu treten. Diese Basenpaarungen werden durch Wasserstoffbrückenbindungen vermittelt, welche sich zwischen Sauerstoff bzw. Stickstoffatom der gegenüberliegenden Basen ausbildet. Einer Purinbase steht in der Regel eine Pyrimidinbase gegenüber. Dabei liegen sich stets ein Cytosin und ein Guanin bzw. ein Thymin und ein Adenin gegenüber. Cytosin und Guanin werden durch 3 Wasserstoffbrücken, Thymin und Adenin durch 2 Wasserstoffbrücken miteinander verbunden. Cytosin und Guanin sowie Thymin und Adenin sind zueinander komplementär. Die Sequenz der Nukleotidbasen eines Stranges der DNA in 5'-3' Richtung entspricht komplementär den Nukleotidbasen oder einfach Basensequenz des anderen Stranges in 3'-5' Richtung. Das heißt, die 2 DNA-Stränge sind auch antiparallel. Die Spezifität der Basenpaarung ist das wichtigste strukturelle Merkmal der DNA. Die Menge an Adenin in einem DNA-Doppelstrang entspricht der von Thymin, ebenso korreliert die Menge von Cytosin mit der von Guanin. Der Adenin-Thymin bzw. Guanin-Cytosin-Gehalt variiert zwischen den unterschiedlichen Organismen und wird auch als Klassifizierungsmerkmal herangezogen. 1953 hatten James D. Watson und Francis H. Crick die Struktur des DNA-Moleküls herausgefunden, indem sie die Daten aus Röntgenbeugungsexperimenten von Maurice Wilkins und Rosalind Franklin verwendeten. In einer am 25. April 1953 in Nature erschienenen Arbeit von einer Dreiviertelseite beschreiben Watson und Crick die Struktur der DNA als rechtsgängige Doppelhelix. Die abwechselnden Zuckermoleküle und Phosphatgruppen der Einzelstränge bilden ein außenliegendes Rückgrat, während die Basen in das Helixinnere hinein orientiert sind. Da sowohl Guanin-Cytosin als auch Adenin-Thymin-Paarungen jeweils eine Purin- und eine Pyrimidinbase enthalten, haben sie auch eine sehr ähnliche Raumausfüllung. Im isolierten Zustand tritt die DNA als relativ uniformer Faden mit einem Durchmesser von etwa 2 Nanometer entgegen. Erhöht man die Temperatur einer DNA-haltigen Lösung, werden die Wasserstoffbrückenbindungen zerstört und die beiden Stränge trennen sich voneinander zu Einzelstrang-DNA. Mit zunehmender Temperatur entstehen immer mehr einzelsträngige Bereiche. Die Herstellung einzelsträngiger DNA wird auch als Denaturierung bezeichnet. Dies kann durch die erhöhte Temperatur oder der Zugabe bestimmter Chemikalien wie Harnstoff oder Formamid erreicht werden. Bei der Renaturierung, auch als Reassoziation oder Annealing bezeichnet, lagern sich die komplementären DNA-Stränge wieder aneinander.
Dieser Prozess kann durch die Wahl der Pufferbedingungen, also zum Beispiel pH-Wert und Salzkonzentration, vor allem aber von der Temperatur beeinflusst werden. RNA. Die RNA ist ebenso wie die DNA eine Nukleinsäure. RNA besteht jedoch aus dem Zucker Ribose. Der Unterschied zur Desoxyribose besteht, dass die Ribose am zweiten C-Atom eine OH-Gruppe gebunden hat. Die 2-Desoxyribose, wie der Name vermuten lässt, hat keinen Sauerstoff an dieser Stelle, sondern nur eine Wasserstoffbindung mit dem zweiten C-Atom. Die RNA besitzt auch anstelle des Thymins die Pyrimidinbase Uracil, die sich vom Thymin nur durch das Fehlen einer Methylgruppe in Position 5 unterscheidet. Organisation der Genome. Bei den Bakterien schwimmt die DNA frei im Zellplasma, auch als Bakterienchromosom bezeichnet. Dabei ist das Bakterienchromosom viel länger als die Bakterienzelle. Bei Kolibakterien ist das doppelsträngige DNA-Molekül etwa 1,6 mm lang und damit 1000-mal länger als die Bakterienzelle selbst. Daher müssen die Genome kompaktiert werden. Dies geschieht mittels Bindeproteinen, die in Wechselwirkung mit dem Bakteriengenom treten und dieses so schleifenförmig organisieren. Dies kann geschehen, weil die DNA negativ geladen ist, die Bindeproteine aber viele positiv geladene Aminosäuren haben. Der Großteil des Genoms eukaryotischer Zellen befindet sich im Zellkern. Auch bei Eukaryoten ist der DNA-Faden viel länger als die Zelle und auch hier helfen Bindeproteine, das Genom kompakt zu halten. Die DNA und die mit ihr assoziierten Proteine werden zusammen als Chromatin bezeichnet. Die kompakteste Form des Genoms wird als Chromosom bezeichnet. Die wichtigsten Bindeproteine eukaryotischer Zellen bezeichnet man als Histone. Weitere Proteine sind die Nicht-Histon-Proteine, welche für die Organisation von Funktionsdomänen im Chromosom verantwortlich sind. Die maximale Verkürzung von 1 zu 12.000 im Genom der Eukaryoten wird über 4 Organisationsstufen erreicht. Die unterste Verpackungsstufe besteht in der Ausbildung der Nukleosomen und führt zu einem 10-Nanometer-Faden. Auf dieser Stufe wird ein Verkürzungsfaktor des DNA-Doppelstrangs von 6 bis 7 erzielt. Ein Nukleosom besteht aus einem bestimmten Abschnitt der Kern-DNA, der um ein Aggregat aus 8 Histonproteinen gewickelt ist. Diese Histone bezeichnet man auch als Chorhistone und das Aggregat als Histonoktamer. Es gibt 4 verschiedene Chorhiston-Moleküle, die als H2A, H2B, H3 und H4 bezeichnet werden. Alle 4 Chorhistone sind im Nukleosom zweimal vertreten und bilden das Histonoktamer. Nukleosomen enthalten weiterhin einen außerhalb der Chorhistone liegenden DNA-Abschnitt und ein weiteres Histonmolekül, das linker Histon H1. Die Histone haben 2 auffällige Eigenschaften. Sie besitzen einen relativ hohen Anteil, etwa über 20%, an den basischen Aminosäuren Arginin und Lysin, durch deren positive Ladung die negative Ladung der DNA, die den Chorhistonen eng anliegt, neutralisiert werden. Weiterhin sind die 4 Chorhistone in ihrer Molekülgröße und Aminosäurenzusammensetzung in der Evolution außerordentlich konserviert. Histon H4 unterscheidet sich zum Beispiel beim Rind und bei der Erbse nur durch eine einzige Aminosäure. Die Sekundärstruktur bildet der sogenannte Solenoid, ein 30-Nanometer-Faden. Bei steigender Ionenstärke in der Lösung bilden die Nukleosomen eine Überstruktur aus. Es ist eine Superhelix mit nur kleinen Unregelmäßigkeiten, bei der das linker Histon H1 im Innenraum zu liegen kommt. Die Tertiärstruktur bildet sogenannte Schleifendomänen aus. Sie werden vom 30-Nanometer-Faden ausgebildet. Sie lagern sich zu mehreren in einer Ebene an und sind in der Mitte über spezifische DNA-Bereiche an ein Proteingerüst gebunden. Sie bilden somit Rosetten. Die Anordnung zahlreicher Rosetten hintereinander führt zu einem 300-Nanometer-Faden.
Dieser 300-Nanometer-Faden ist helikal aufgewunden und bildet die Quaternstruktur, die Chromatide. In jeder Chromatidenwindung sind etwa 30 Rosetten enthalten. Im Zuge der Zellteilung, Mitose, mit der wir uns gesondert befassen werden diese Chromatiden verdoppelt. Zwei gleiche Chromatiden bezeichnet man als Schwesterchromatiden und diese bilden zusammen das Chromosom, die stärkste Verkürzung des DNA-Moleküls. Chromosomen besitzen eine Reihe von Bereichen, denen spezielle Aufgaben zufallen. Man nennt sie auch deshalb Funktionselemente des Chromosomen. Zu den wichtigsten gehören die Zentromere, die für die geordnete Verteilung der Chromosomen in der Zellteilung verantwortlich sind. Die Enden der Chromosomen bilden die Telomere, die bei der Verdoppelung der DNA eine wichtige Rolle spielen. Mit den Zentromeren und Telomeren werden wir uns im Zusammenhang mit der DNA-Verdopplung und der Zellteilung näher auseinandersetzen. Die Gesamtheit der Chromosomen bezeichnet man als Karyotyp. Jede Tierart verfügt über eine bestimmte Anzahl an Chromosomen. Wir Menschen haben 46 Chromosomen, 44 sogenannte Autosomen und 2 Gonosomen, auch Geschlechtschromosomen. Das sind bei Frauen XX und bei Männern XY. Tatsächlich handelt es sich aber bei den 46 Chromosomen um 23 Chromosomenpaare. Das heißt, wir haben 23 unterschiedliche Chromosomen, die jeweils doppelt vorhanden sind. Ausnahme die Geschlechtschromosomen der Männer XY. Doppelte Chromosomen sind zueinander homolog. Sie sind Variationen desselben Chromosomentyps. Einen doppelten Chromosomensatz bezeichnet man als Diploid oder kurz 2n. Der Karyotyp kann in einem Karyogramm dargestellt werden. Dieser diploide Chromosomensatz entsteht durch die Verschmelzung von Ei- und Spermazelle, die jeweils nur einen halben Chromosomensatz haben. Man spricht von Haploid. Die Genomgröße kann bei Lebewesen unterschiedlich groß sein. Betrachten wir uns aber die DNA des Menschen etwas genauer. Der DNA-Strang eines Menschen besitzt etwa 3 Milliarden Basenpaare, hat also vereinfacht ausgedrückt 3 Milliarden Buchstaben der entsprechenden Basen Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Nur als Vergleich: Die Bibel, welches nun sicherlich kein dünnes Buch ist, hat etwa 4,4 Millionen Zeichen, Leerzeichen und Sonderzeichen inklusive. Das entspricht 0,14% der Basenpaare der DNA. Diese 3 Milliarden Basenpaare können natürlich weiter unterteilt werden. Zum einen haben wir die Gene. Jeder kennt diesen Begriff bzw. hat von ihm etwas gehört. Generell wird unter Genen das verstanden, was wir biologisch an die nächste Generation vererben. In der Molekularbiologie ist die Definition des Gens eingeschränkter. Gene definieren sich hiernach dadurch, dass sie die Information für den Aufbau von Proteinen haben, inklusive ihrer Regulationssequenzen, also jene Abschnitte, die mitkontrollieren, wann ein Gen ein- oder ausgeschaltet wird. Solch ein Gen liegt aber oft nicht als ununterbrochene Kette vor, sondern ist zerstückelt in Introns und Exons. Exons werden die kodierenden Elemente genannt, die also die Information für den Aufbau der Proteine haben. Die Introns sind die nicht kodierenden Bereiche. Über ihre Funktion werden wir uns näher befassen, wenn wir die Proteinsynthese und Genregulation näher behandeln. Das menschliche Genom hat etwa 20.000 Gene. Das klingt viel, beträgt aber nur 1 bis 1,5% der Gesamt-DNA. Der Rest besteht aus sogenannter nicht kodierter DNA, auch häufig als Junk-DNA bezeichnet. Hierzu gehören auch die Pseudogene. Das sind Gene, die ehemals eine Funktion hatten, aber durch Mutation ausgeschaltet wurden und somit nicht in Proteine übersetzt werden. Ein Großteil des menschlichen Genoms und des Genoms aller Eukaryoten besteht aus sogenannter repetitiver DNA. Repetitive DNA besteht aus sich vielfach wiederholenden DNA-Sequenzen. Die jeweils wiederholenden Sequenzen können entweder über das gesamte Genom verstreut oder tandemartig angeordnet an bestimmten Stellen des Genoms liegen. Je nach ihrer Größe gibt es
klassische Satelliten-DNA, die bis zu 5 Millionen Basenpaare lang sein können und bis zu 1 Million Wiederholungen von Sequenzen mit 5 bis 300 Nukleotiden haben können. Zu ihnen gehören die Alpha-Sequenzwiederholungen an den Zentromeren der Chromosomen, die bei Menschen aus tandemartig hintereinander liegenden Wiederholungen einer Sequenz von 171 Basenpaaren bestehen und Bindungsstellen für zentromerspezifische Proteine sind. Mit einer Gesamtlänge von 100 bis 20.000 Basenpaaren sind die Gruppen der Minisatelliten-DNA deutlich kleiner. Zu den Minisatelliten gehört zum Beispiel die DNA der Telomere an den Chromosomenenden. Sie enthält bis zu 1000 tandemartige Wiederholungen einer kurzen DNA-Sequenz, die bei Menschen aus 6 Basen besteht. Das heißt, diese Sequenz wiederholt sich bis zu 1000 Mal. Sie sind Bindungsstellen für telomerspezifische Proteine. Und dann gibt es noch die Mikrosatelliten. Das sind sehr kurze Einheiten von nur bis zu 6 Basenpaaren, die nur bis zu einigen 100 Mal tandemartig wiederholt werden. Mikrosatelliten stellen selbst repetitive Einheiten dar, die über alle Chromosomen eines Genoms verteilt sind und bis zu 10.000 Mal vorkommen können. Wegen der Zufälligkeit ihrer Entstehung sind Mikrosatelliten bei verschiedenen Individuen unterschiedlich lang. Das ist der sogenannte Längenpolymorphismus, was man sich bei der Erstellung eines genetischen Fingerabdrucks zunutze macht. Durch Vergleich der Längen von Genomregionen, die Mini- und Mikrosatelliten enthalten, lassen sich Individuen eindeutig identifizieren und verwandtschaftliche Beziehungen aufklären. Die mittelrepetitiven Sequenzen sind unterschiedlich lang und haben verschiedene Längeneinheiten von Wiederholungen und sind meist über das gesamte Genom verteilt. Hier unterscheidet man zwischen den Sines (Short Interspersed Elements) und den Lines (Long Interspersed Elements). Sie sind über das gesamte Genom verteilt. Sines haben kurze Sequenzen von 200 bis 400 Basenpaaren. Zu ihnen gehören die ca. 1,1 Millionen Alu-Elemente, die den größten Teil der mittelrepetitiven Sequenzen des menschlichen Genoms ausmachen. Lines haben eine Länge von 1400 bis 6000 Basenpaaren und kommen mit einer Kopienzahl von 60.000 bis 100.000 Mal im Genom vor. Ebenfalls den Lines zugerechnet werden die Transposons, die springenden Gene. Hinzu kommen die menschlichen endogenen Retroviren. Transposons und endogene Retroviren haben wir in einem anderen Beitrag bereits kennengelernt. Bei Eukaryoten befindet sich die DNA nicht nur im Zellkern, sondern auch in einigen Zellorganellen, nämlich den Mitochondrien und Chloroplasten. Eine Zelle kann mehrere 100 bis 1000 Mitochondrien haben und jedes Mitochondrium hat einen kleinen DNA-Ring, der beim Menschen 16.569 Basenpaare lang ist